Willkommen. Schließen Sie nun Ihre Augen und versetzen Sie sich 1000 Jahre in die Vergangenheit. Sie befinden sich in einem mit Gold bedeckten Palast. Die Wände sind mit Mosaiken geschmückt. Heilige Figuren an den Decken und eine Stille, die bei jedem Schritt widerhallt. Aber diese Stille ist nicht die Stille des Friedens, sondern der Angst. Denn in diesem Palast vertraut niemand niemandem. Weder die Generäle noch die Priester, nicht einmal die eigene Familie des Kaisers. Jeder verbirgt etwas, jeder plant etwas und jeder weiß, dass er eines Tages verraten wird. Aber genau inmitten dieses Chaos gibt es eine Gruppe. Sie schmieden weder Intrigen, noch sprechen sie im Flüsterton. Denn das haben sie nicht nötig. Sie reden nicht, sie töten. In ihren Händen riesige Äxte, ihre Rüstungen voller Blutflecken. Und nur ein einziger Ausdruck auf ihren Gesichtern. Kalt, starr und gefühllos. Sie sind keine Byzantiner, sie sind keine Römer. Sie gehören nicht einmal zu diesem Land. Sie kamen aus dem Norden, aus eiskalten Meeren, aus blutigen Schlachten und einem vom Tod geprägten Leben. Und sie haben sich unter diesem Namen in die Geschichte eingegraben, die Vareger Garde. Aber die eigentliche Frage ist, warum vertraut ein Kaiser sein Leben nicht seinem eigenen Volk an, sondern fremden Barbaren? Und die noch dunklere Frage, waren diese mit Äxten bewaffneten Wachen wirklich Beschützer oder die gefährlichste Macht im Palast? Spätes 10. Jahrhundert in Nordeuropa, in den Gebieten, die wir heute als Skandinavien kennen. Das Leben war grausam, das Land war hart, die Winter waren tödlich und das Überleben war keine Wahl, es war ein Kampf. Genau aus diesem Grund waren auch die Menschen, die aus diesen Ländern stammten, hart. Sie waren Wikinger. Aber sie waren nicht nur Plünderer, wie man sie in Filmen sieht. Sie waren auch disziplinierte Krieger, Söldner und Schicksalsjäger. Ein Teil von ihnen ging nach Westen, plünderte England und Frankreich. Aber ein anderer Teil wählte einen ganz anderen Weg. Sie wandten sich nach Osten, den Flüssen folgend, die Wälder durchquerend, Städte gründend und schließlich erreichten sie die reichste Stadt der Welt, Konstantinopel. Diese Stadt war nicht nur eine Hauptstadt. Diese Stadt war das Zentrum der Welt. Das Gold floss hier, die Macht sammelte sich hier und die Intrige wurde hier geboren. Und auf dem Thron saß ein Mann, Basileios II., so rücksichtslos, dass er als der Bulgarentöter in die Geschichte eingehen sollte, aber gleichzeitig ein Kaiser, der nicht einmal in seinem eigenen Palast sicher war. Denn in Byzanz kam die größte Gefahr. Nicht von außen, sie kam von innen. Generäle rebellierten, Adlige schmiedeten Pläne. Manchmal töteten sich sogar Brüder gegenseitig. Genau deshalb traf Basileios eine Entscheidung. Radikal, gefährlich, aber genial. Er sagte, diejenigen, die mich beschützen, werden nicht aus diesem Land sein. Denn ein Byzantiner kann gekauft werden, aber ein Fremder ist entweder absolut loyal oder ein absoluter Feind. Und den Feind kennt man wenigstens. Diese Krieger aus dem Norden nahmen das Angebot des Kaisers an. Aber das war nicht nur ein Job, das war eine Transformation. Sie waren keine Wikinger mehr. Sie waren nun Varäger. Und der Eid, den sie leisteten, war kein einfacher Treueschwur. Dieser Eid lautete, solange der Kaiser lebt,
leben auch wir. Wenn der Kaiser fällt, fallen wir mit ihm. Deshalb gab es für die Warägergarde kein Weglaufen. Es gab keine Kapitulation. Für sie gab es nur 2 Optionen: Sieg oder Tod. Das Wichtigste, das die Warägergarde von anderen Soldaten unterschied, waren ihre Waffen. Kein Schwert, kein Speer. Sie benutzten Äxte, aber das war keine gewöhnliche Axt. Dies ist ein riesiges, zweihändig geführtes Todeswerkzeug. Ein Schlag, ein einziger Schlag, konnte einen Menschen in 2 Hälften spalten. Und das ist keine Übertreibung. Historiker schreiben, dass die Waräger im Kampf unaufhaltsam waren. Denn sie kämpften nicht nur, sie schritten zerstörend voran. Sie kamen wie eine Mauer und zerschmetterten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Aber ihre wahre Macht lag nicht auf dem Schlachtfeld. Ihre wahre Macht war im Palast. Sie standen an der Tür des Kaisers, aber gleichzeitig beobachteten sie jeden. Wird ein General zu mächtig? Schmiedet ein Adliger heimlich Pläne? Redet ein Priester zu viel? Die Waräger sahen es. Und wenn nötig, beseitigten sie leise in der Nacht. Deshalb gab es im Palast eine Wahrheit. Die Waräger reden nicht, aber sie wissen alles. Aber nun kommen wir zum beunruhigendsten Teil. Waren diese Krieger wirklich loyal? Oder galt ihre Loyalität nur dem Gold? Denn in Byzanz gab es eine seltsame Tradition. Wenn ein Kaiser starb, betrat die Warägergarde den Palast. Und sie nahmen, was immer sie fanden. Gold, Schätze, heilige Reliquien. Das wurde als ihr Recht angesehen. Stellen Sie sich also vor, die Männer, die sie beschützen, werden nach ihrem Tod belohnt. Was bedeutet das? Es bedeutet, ihr Tod kann ihr Gewinn sein. Und vielleicht war dies für einige nicht nur eine Möglichkeit. Byzantinische Kaiser vertrauten ihr Leben Fremden an. Aber war das Vertrauen oder Verzweiflung? Und noch wichtiger, blieben diese mit Äxten bewaffneten Krieger wirklich bis zum Ende loyal? Oder waren sie an einem Punkt in der Geschichte nahe daran, die Seiten zu wechseln? Denn einige Quellen besagen, dass die Warägergarde nicht nur ein Schutz war, sondern auch eine geheime Macht, die das Schicksal des Throns bestimmte. Und wenn das wahr ist, dann müssen wir diese Frage stellen. Kann die Macht, die einen Kaiser beschützt, ihn auch stürzen? Aber die Geschichte schweigt uns manchmal nicht an. Manchmal flüstert sie die Wahrheit. Die Warägergarde bestand nicht nur aus Schatten, die in den Korridoren des Palastes umherwanderten. Sie waren eine Macht, die in den kritischsten Momenten der Kaiser in Erscheinung trat. Wenn der Krieg begann, wurden sie an die vorderste Front geschickt. Denn die byzantinischen Generäle wussten, wenn eine Front zusammenbrechen sollte, war das Einzige, was sie halten konnte, die Mauer der Waräger. Die Quellen erzählen: In einer Schlacht, als die feindliche Armee die byzantinischen Linien durchbrechen wollte, stürmte die Warägergarde vorwärts. Sie zogen sich nicht zurück. Sie wurden umzingelt, aber sie hielten nicht an. Sie kämpften, bis ihre Äxte brachen. Und selbst als sie zu Boden fielen, ließen sie ihre Waffen nicht los. Deshalb sahen die Feinde sie nicht nur als Soldaten. Für sie waren die Waräger nicht menschlich. Sie waren Kreaturen, die den Tod hinauszögerten. Aber es gab auch eine unsichtbare Seite. Jene stille Macht im Palast beschützte manchmal nicht nur. Manchmal entschied sie. Denn stellen Sie sich vor, wenn ein Kaiser stirbt, wer entscheidet, wer den Thron besteigt? Die Adligen? Die Generäle? Oder diese mit Äxten bewaffneten Männer, die das Tor des Palastes bewachen? Einige Historiker sagen, dass die Warägergarde in kritischen Momenten Partei ergriff. Und diese Wahl konnte ein Imperium aufrechterhalten oder es zerstören.
Und die vielleicht beunruhigendste Wahrheit ist, diese Krieger waren nie wirklich einer von uns. Sie wurden weder Byzantiner noch Römer noch ein Teil des Palastes. Sie waren immer die Außenseiter, aber genau deswegen wurden sie zu den vertrauenswürdigsten Personen. Denn sie hatten nichts zu verlieren. Und das Einzige, was sie gewinnen konnten, war Gold, Ruhm und ein Name. Aber halten Sie nun inne und fragen Sie sich, wenn diese Krieger eines Tages ihre Loyalität in Frage gestellt hätten, wenn sie eines Tages herrschen statt beschützen wollten, wäre die Geschichte genauso geschrieben worden? Oder wäre Byzanz durch die Macht zerstört worden, die es selbst erschaffen hatte? Denn manchmal ist der größte Fehler nicht, seinem Feind zu vertrauen. Der eigentliche Fehler ist, falsch zu verstehen, wer der Feind ist. Die Geschichte erzählt uns von Kriegen, von Königen, Kaisern, Siegen. Aber meistens erzählt sie nicht von denen im Schatten. Die Varegergarde gehörte zu jenen im Schatten. Sie hatten weder einen Thron, noch ein Königreich, noch ein Imperium, das ihren Namen trug. Aber trotzdem beschützten sie jahrhundertelang den mächtigsten Thron der Welt. Byzantinische Kaiser vertrauten ihrem eigenen Fleisch und Blut nicht. Sie fürchteten ihre eigenen Generäle. Sie zweifelten an ihrem eigenen Volk. Aber sie gingen hin und vertrauten Kriegern aus einer anderen Welt, die sie gar nicht kannten. War das eine Schwäche oder einer der klügsten Schachzüge der Geschichte? Denn die Wahrheit ist, die Varegergarde hat ihre Pflichten meistens erfüllt. Sie beschützten ihre Kaiser, sie schlugen Rebellionen nieder, sie hielten den Palast aufrecht, aber das hatte seinen Preis. Dieser Preis war, dass das, worauf du vertraust, nicht dir gehört. Denn die Vareger wurden nie Byzantiner. Sie waren gemietete Loyalität. Und etwas Gemietetes ist immer vorübergehend. Stellen Sie sich nun vor, Sie sind ein Kaiser. Jeder um Sie herum kann Sie verraten. Aber die Männer, die Sie beschützen, gehören nicht einmal zu Ihrer Welt. Ihre Sprache ist anders. Ihr Glaube ist anders. Ihre Vergangenheit ist anders. Und das vielleicht Wichtigste, Ihre Zukunft ist nicht an Sie gebunden. Können Sie unter solchen Umständen wirklich sicher sein? Oder zögern Sie nur Ihre eigenen Ängste hinaus? Im Laufe der Geschichte sind Imperien gefallen, Paläste sind gestürzt, Throne haben den Besitzer gewechselt. Aber die Geschichte der Varegergarde hat uns Folgendes gezeigt. Manchmal ist das, was ein Imperium aufrechterhält, keine Armee, kein Volk, nicht einmal ein Führer. Manchmal geht es bei allem nur darum, wem man vertraut. Und nun kommen wir zur wichtigsten Frage. Wenn sich eines Tages diejenigen, die sie beschützen, gegen sie wenden, wer bleibt dann noch, um sie aufzuhalten? Vielleicht ist das der Grund, warum im Laufe der Geschichte selbst die mächtigsten Herrscher nachts nicht ruhig schlafen konnten, denn die Person, die hinter der Tür stand, konnte ihr Beschützer sein oder derjenige, der ihr Ende herbeiführte. Das ist die wahre Geschichte der Varegergarde. Eine Geschichte nicht nur der Loyalität, sondern auch des Misstrauens.